Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und der erschaffen hat. Das Jahr steht auf der Höhe, die große Waage rollt. Nun schenk uns deine Nähe und mach die Mitte gut. Herr, zwischen Blühen und Reifen und Ende und Beginn, lass uns dein Wort ergreifen und wachsen auf dich hin. Kaum ist der Tag am längsten, wächst wiederum die Nacht. Begegne unseren Ängsten mit deiner Liebe Macht. Das Dunkle und das Helle, der Schmerz, das Glücklichsein, nimm alles seine Stelle in deiner Führung ein. Das Jahr lehrt Abschied nehmen, schon jetzt zur halben Zeit. Wir sollen uns nicht grämen, nur wach sein und bereit, die Tage loszulassen und was vergänglich ist, das Ziel ins Auge fassen, dass du Herr selber bist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Meine lieben Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Nach einer kurzen Arbeitswoche sind wir heute zusammengekommen, um miteinander Gott für das Gute zu danken, mit ihm unsere Freude, aber auch unsere Sorgen und Nöte zu teilen und vor sein liebendes Angesicht zu bringen. Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Sagt Jesus im heutigen Evangelium. Jesus sucht nach Arbeitern, die als Boten seinen Frieden der Welt verkünden. Die Zeit der Ernte ist da. Jetzt sind wir dran, Menschen für das Reich Gottes zu gewinnen. Beten wir in diesem Gottesdienst besonders um den Heiligen Geist, damit wir unsere Sendung erfüllen können. Bitten wir Gott um sein liebendes Erbarmen. Herr Jesus Christus, du bist aus Liebe zu uns gestorben. Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, durch dich haben wir die Gnade der Versöhnung empfangen. Christus, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du guter Hirte, du hast dich für uns hingegeben. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben.
Lasset uns beten. Gott, du unsere Hoffnung und unsere Kraft, ohne dich vermögen wir nichts. Steh uns mit deiner Gnade bei, damit wir denken, reden und tun, was dir gefällt. Darum bitten wir durch Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen kamen die Israeliten in die Wüste Sinai. Sie schlugen in der Wüste das Lager auf. Dort lagerte Israel gegenüber dem Berg. Mose stieg zu Gott hinauf. Da rief ihm der Herr vom Berg her zu: Das sollst du dem Haus Jakobs sagen und den Israeliten verkünden. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe, wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und zu mir gebracht habe. Jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze Erde. Ihr aber sollt mir als ein Königreich von Priestern und als ein heiliges Volk gehören. Wort des lebendigen Gottes. Euch aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Dann rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Die Namen der 12 Apostel sind an erster Stelle Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas, dann Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus,
Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Thaddäus, Simon Kananaus und Judas Iskariot, der ihn ausgeliefert hat. Diese 12 sandte Jesus aus und gebot ihnen: Geht nicht den Weg zu den Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Meine lieben Schwestern und Brüder in Jesus Christus. Im heutigen Evangelium sagt Jesus, die Ernte ist groß, aber es gibt so wenig Arbeiter. Bittet den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Früher habe ich immer gedacht, Jesus meint hier das Gebet im Priester- und Ordensberufe. Inzwischen ist mir klar geworden, dass Jesus nicht gesagt hat, bittet den Herrn der Ernte, dass er Priester und Ordensleute sendet. Nein, Jesus hat gesagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sendet. Das ist etwas anderes. Ganz praktisch bedeutet das, Jesus möchte, dass in allen Lebenslagen, in allen Ständen Menschen nicht nur einen Job machen, sondern dass sie jeden Dienst als priesterlichen Dienst verstehen. Gott braucht heute Mütter, die ihren Kindern priesterlichen Dienst tun, die die ersten Schritte des Kindes in den Glauben hinein begleiten. Gott braucht heute Mütter, die ihren Kindern Bibelgeschichten erzählen, die im Herzen der Kinder die Liebe zu Jesus wecken. Gott braucht heute Väter, die nicht nur dafür sorgen, dass die Kinder menschlich reifen und dass die auch lebendige Zeugen des Glaubens für ihr Kind sind. Gott braucht heute Gruppenleiter, die nicht nur Veranstaltungen planen, sondern die junge Menschen in den Glauben hineinführen können. Gott braucht Küster, Organisten und Chorleiter, die auch ihre Arbeit als priesterlichen Dienst verstehen. Gott braucht auch treue Ministranten, die vor seinem Altar freudig dienen. Gott braucht Sänger und Sängerinnen, die ihren Dienst als Verkündigung verstehen. Dann wird eine gesungene Botschaft zur Verkündigung. Da springt ein Funke über. Gott braucht Landwirte, die nicht nur ihren Job machen, sondern die ihre Arbeit verstehen als einen priesterlichen Dienst an der Schöpfung Gottes.
die von Gott her einen Auftrag haben, die Schöpfung zu bewahren und zu pflegen, damit die Schöpfung lebenswert bleibt. Da, wo Gott uns hingestellt hat, sollen wir Arbeiter im Reich Gottes sein. Gott braucht heute auch Menschen, die sagen, wie der Prophet Jesaja: Hier bin ich, sende mich. Jesus sendet 72 Jünger aus, damit sie das tun, was Jesus wichtig ist. Das Evangelium heute ist nicht nur eine frohe Botschaft von damals. Das Evangelium heute ist eine frohe Botschaft für Sie und mich. Dieses Evangelium will uns die Augen öffnen dafür, wo wir erleben, dass Menschen durch ihre Arbeit, durch ihren Einsatz, durch ihre Liebe zum Evangelium werden. Zum Evangelium werden, manchmal ohne dass es ihnen bewusst wird. Papst Paul VI. Spricht vom Evangelium ohne Worte. Durch sein Tun kann ein Mensch für uns zur frohen Botschaft, zur Wohltat werden. Dafür will uns das Evangelium die Augen öffnen, die Not so vieler Menschen zu sehen. Aber nicht nur die materielle Not, die oft groß und drückend ist, sollen sie sehen, sondern die viel größere Not der Menschen, denen es an Liebe, an Verständnis, an Orientierung, an Haltepunkten im Leben fehlt. Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet den Herrn der Ernte, Arbeiter in seinen Weinberg zu senden. Meine lieben Schwestern und Brüder, so bitten darf nur derjenige, der sich selbst als Arbeiter im Weinberg Gottes versteht. Das ist lange nicht zuerst die Bitte um Priesternachwuchs. Eine solche Vorstellung lag Jesus selber sicherlich ziemlich fern. Es ist die Bitte, dass die glaubenden Menschen, dass wir uns als Erntehelfer Gottes in dieser Welt verstehen. Es ist die Bitte, dass wir erkennen, unser Auftrag besteht darin, in unser eigenes Leben hinein uns immer wieder Gottes Gegenwart zuzusagen und zusagen zu lassen. Und durch unser Leben seine Gegenwart in diese Welt hineinzutragen. Geh und verkündet, Gott ist nahe. Amen. Gemeinsam sprechen wir das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, einen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Aus unserer Pfarrgemeinde wurde in die Ewigkeit abberufen Frau Johann Gauschel, geborene Ahlfelder, im Alter von 82 Jahren. Wir feiern diese heilige Messe als Jahrgedächtnis für Eni und Erich Offermann, für Maria und Helmut Höller, für Otto Schifffahrt, für Josef und Katharina Wingenbach und Willi Buchholz, für Benno Stiefelhagen, für die lebenden und verstorbenen der Familie Schmitz und Klobutzinski. Herr Jesus Christus, du suchst Menschen zu allen Zeiten, um ihnen Heilung und Frieden zu schenken. Wir bitten dich. Lasst uns beten für die Bischöfe, die Nachfolger der Apostel, dass sie nicht Herrscher ihrer Gemeinden seien, sondern Vorbilder für die Herde. Wir bitten dich, Herr uns. Lasst uns beten für die Männer und Frauen, die uns regieren, dass sie den christlichen Kirchen den nötigen Raum lassen, damit diese ihren Auftrag zum Wohl der Gesellschaft erfüllen können. Wir bitten dich, Herr uns. Lasst uns beten für die an Leib oder Seele Kranken, dass sie Orte und Menschen finden, wo sie von ihren Leiden geheilt werden. Wir bitten dich, Herr uns. Lasst uns beten für unsere Gemeinde, dass wir die frohe Botschaft Jesu Christi mit Überzeugung weitersagen. Wir bitten dich, Herr uns. Lasst uns beten für alle, die uns in den Tod vorangegangen sind, dass ihr Leben in dir vollendet werde. Guter Gott, du hast uns deinen Sohn gesandt, damit wir den Weg zu dir finden. Dafür danken wir dir und loben dich durch Christus, unseren Herrn.
Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefalle. Herr, durch diese Gaben nährst du den ganzen Menschen. Du gibst dem irdischen Leben Nahrung und dem Leben der Gnade Wachstum. Lass uns daraus immer neue Kraft schöpfen für Seele und Leib. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebe die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch seine Geburt hat er den Menschen erneuert, durch sein Leiden unsere Sünden getilgt, in seiner Auferstehung den Weg zum Leben erschlossen und in seiner Auffahrt zu dir das Tor des Himmels geöffnet. Durch ihn rühmen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen.
Wir bitten dich, schenke uns Anteil Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Erzbischof Rainer und allen Bischöfen, unseren Priestern, Diakonen, Ordensleute und mit allen, die zum Dienst der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei der Gnade gefunden haben von Beginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist der Gott allmächtige Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum wagen wir zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, Reich komme, dein Wille geschehe, wie Himmel, so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, den Weg die Sünde der Welt. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Ich schwöre dich, dass du eingehst und am Meine, aber sprich noch ein Wort mit meinem Seliges. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, das heilige Mahl ist ein sichtbares Zeichen, dass deine Gläubigen in dir eins sind. Lass diese Feier wirksam werden für die Einheit der Kirche. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Meine lieben Schwestern und Brüder, ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche. Der Herr sei mit euch. Der Friede Gottes, der alles Begreifen übersteigt, bewahre eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Nun singe Lob, du Christenheit, den Vater, Sohn und Geist, der aller Ort und alle Zeit sich gütig uns erweist, der Friede uns und Freude gibt, den Geist der der uns als seine Kirche liebt, ihr Einigkeit verleiht. Lasse uns Geschwister sein, der Eintracht uns erfreuen, als seiner Liebe Widerschein, die Christenheit erneuern. Du guter Hirte, Jesu Christ, steh deiner Kirche bei, dass über allem, was da ist, ein Herr, ein Glaube sei. Herr, mache uns im Glauben treu und in der Wahrheit frei.